Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld, hier auf meinem kleinen Kanal zu einem neuen Update-Video. Das müsste Update 117 sein heute. Und ja, wie ihr seht, ich habe hier mal ein bisschen angefangen aufzuräumen. Der Berg an Steinen hier wird weniger und ihr seht auch hier sammeln sich einige Steine an, die sortiert sind. Ich denke mal, dass ich in den nächsten Tagen endlich mal dazu komme, alles soweit sortiert zu haben wieder, dass alle Bestellungen einsortiert sind und auch alle Steine, die sich so nach und nach irgendwo abgelegt haben. Und dann kann ich vielleicht euch mal ein bisschen den Bestand zeigen in einem extra Video. Aber eigentlich geht es darum heute gar nicht, sondern heute geht es darum, was ich auch schon im letzten Video angekündigt habe. Und zwar, nachdem ich jetzt die ganzen Kabel unter den Tisch verlegt habe, werden wir uns heute darum kümmern, dass diese Lücke hier endlich geschlossen wird. Das heißt, wir können dann nicht mehr unter den Tisch schauen, außer vielleicht hier ganz hinten. Aber das ist ja eine Sache, die noch demnächst gemacht wird. Und ja, wir schließen heute diese Lücke und vielleicht noch ein bisschen mehr. Mal schauen, wohin es sonst noch geht. Vielleicht beleuchten wir auch noch ein bisschen. Einfach mal schauen, wie weit ich komme in der Zeit, die ich mir vorgenommen habe für dieses Video. Und ich würde sagen, gleich geht's los. Der erste Schritt ist getan und das Bauchaos ist relativ klein geblieben, muss man sagen. Ich habe jetzt endlich mal hier die Lücke zwischen den beiden Modulen geschlossen, bis auf diese Höhe. Man sieht, hier ist die Trennung, man kann es hier ein bisschen bewegen. Und das hat auf jeden Fall ganz gut geklappt. Auch mit der Biegung, die wir hier drin haben. Ich stehe mal auf, weil wir hier um die Kurve gehen, dann hier weiter. Ist ganz gut geworden, auch mit der ganzen Struktur hier im Fels. Gefällt mir persönlich ganz gut. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen weniger Grün eingebaut. Vielleicht kommt da noch was dazu. Einfach um auch mal ein bisschen andere Struktur zu haben, die jetzt nicht komplett grün ist. Und jetzt kommen wir natürlich zum großen Thema des heutigen Tages. Wir müssen hier oben jetzt erstmal, denke ich, eine Plattform halbwegs reinbauen, damit wir hier vorne unseren Weg hinkriegen und dann natürlich auch den Fels da hochziehen und mal schauen, was wir hier vorne noch machen. Da habe ich ein paar Ideen, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir heute das Ganze hier auf jeden Fall so schließen, dass man nicht mehr unter den Tisch schauen kann. Um euch heute mal ein bisschen mehr beim Entstehen des restlichen Felsens hier in diesem Bereich dabei haben zu lassen, zeige ich euch mal ein bisschen mehr Zwischenschritte. Und zwar habe ich jetzt einfach hier mal so ganz grob eine Zwischenebene reingezogen. Die ist an sich jetzt nicht unglaublich stabil hier rein, aber dadurch, dass der ganze Fels sie hält, ist sie doch wieder stabil. Und zwar ist die Idee, dass ich jetzt den Felsen hier ein bisschen höher ziehe und dann so nach hinten wieder runter gehe, dass einfach hier oben mal ein bisschen Fels höher ist als der Weg dahinter. Ich glaube, das könnte auch mal ganz gut aussehen, einfach um hier ein bisschen mehr Natürlichkeit reinzubringen, weil momentan ist hier der ganze Fels niedriger als der eigentliche Weg dort oben. Und ich dachte, dass wir hier vorne mal ein bisschen mehr Fels reinbringen können. Könnte ganz gut aussehen. Aus dieser Perspektive sieht man jetzt sehr gut, dass der Fels hier ein ganzes Stück höher gewachsen ist als der Weg, der dann dahinter sein wird. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ihr seht, dass ich jetzt auch angefangen habe, das nach hinten flach abgehen zu lassen. Das heißt, wir werden da dann langsam bis nach unten gehen. Und auf dem gleichen Zeitpunkt habe ich jetzt auch angefangen, hier den Weg fortzuführen. Ich habe hier jetzt schon mal das andere Fliesenmuster angefangen, das wir jetzt in der ganzen Stadt noch machen wollen, also dieses abwechselnde, weil es eben einfach realistischer aussieht und natürlich noch ein bisschen Form und Detail in das ganze Design bringt. Und ihr seht, dass hier der Weg angefangen hat, dass ich jetzt hier auch schon mal noch ein bisschen den Fels weiter baue. Und ich habe mir überlegt, dass ich hier den Weg verschmälere auf nur 6 anstatt 7 Studs. Dann spare ich mir nämlich jede Menge von diesen halben Teils, was auch nach und nach ein bisschen ins Geld geht und das fällt auch gar nicht so auf. Und ja, wir machen jetzt einfach hier ein bisschen Fels noch dazu und dann können wir hier hinten wieder auf 8 Plates gehen. Schauen wir mal. Das wird sich auf jeden Fall irgendwie lösen lassen, aber ich muss sagen, wenn man jetzt mal hier ein bisschen runter geht, haben wir hier schon mal einen Blick, der wirklich gut wird. Wenn wir irgendwann mal in absehbarer Zeit endlich mal dieses Gebäude hier fertig bauen und zumindest weiterbauen, dann kriegen wir hier vorne wirklich einen sehr, sehr schönen Blick auf die Brickworld. Ich muss euch sagen, es geht voran, aber es dauert viel länger und es frisst auch viel mehr Steine, als ich ursprünglich dachte. Wir sehen jetzt hier, dass ich hier vorne ein ganzes Stück weitergekommen bin. Auch der Weg ist oben weitergekommen. Die Lücke schließt sich langsam, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ganze heute soweit fertig bekomme. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, dass das hier wirklich zu ist und hier den Felsen weiter nach vorne ziehen, vielleicht bis zum Ende des Moduls. Aber dass wir den Teil tatsächlich in einem anderen Video machen müssen, im nächsten Update-Video, weil es ist, wie gesagt, einfach eine Sache, die sehr, sehr viel Zeit frisst. Steine ist jetzt eher gesagt weniger das Problem. Es sind jetzt nicht unbedingt die teuersten Steine, aber die Zeit ist wirklich eine Sache, die ich komplett unterschätzt habe, mal wieder, was hier den Berg
Bau und Pflanzenbau angeht. Also es geht gut voran, aber die Zeit, schauen wir mal, wie weit wir wirklich heute in diesem Update-Video noch kommen. Es geht weiterhin ganz gut voran mit dem Bau des Felsen hier vorne. Ihr seht, ich habe bis zur Kante des Moduls alles abgeschlossen, dass man drauf bauen kann. Ich bin mir sehr sicher, dass wir das hier heute nicht mehr schaffen, denn allein das hier zu bauen dauert immer noch einige Zeit. Und ich muss sagen, ich verliere gerade ein bisschen die Motivation, Felsen zu bauen, denn mit der Technik, mit der ich baue, ist es halt wirklich zeitaufwendig und man muss ständig schauen, welche Steine man nimmt. Aber es sieht für mich gut aus, mir gefällt's. Da werde ich an der Technik auch nichts ändern, aber ich werde, glaube ich, kleinere Partien machen müssen. Ich habe hier doch schon einiges jetzt gemacht heute. Und ich habe hier noch eine Bank eingebaut. Einfach, da kann man später noch Figuren draufsetzen, da kommen wir später nochmal dazu. Ich habe nämlich bei eBay Kleinanzeigen doch ganz gut ein paar Figuren bekommen für 1 Euro das Stück. Das schauen wir uns dann gleich nochmal in einem anderen Cut an. Aber ich würde jetzt doch noch gerne heute, zumindest bis zur Modulgrenze, den Felsen abschließen, einfach um hier ein schönes Gesamtbild zu kriegen. Dann sehen wir zumindest von hier vorne nicht mehr unter den Tisch. Wirklich, dass man gar nicht mehr unter den Tisch schauen kann, werden wir dann wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Update-Video machen. Mal schauen, ob ich mich dazu aufbauen kann, den Felsen hier noch fertig zu bauen in einem nächsten Update-Video schon. Aber auf jeden Fall werde ich dieses Stück Felsen heute noch fertig machen. Bevor es jetzt hier gleich weitergeht mit den finalen Arbeiten am Felsen für dieses Update, dachte ich an noch 2 andere Dinge. Erstens, wir gucken gleich mal in das Paket mit den ganzen Minifiguren, die ich recht günstig bekommen habe, habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Und zum anderen sind noch 2 andere Pakete unterwegs. Da erzähle ich euch mal kurz was drüber. Und zwar noch ein neues Paket von meinem Lichtpartner Illuminate Your Bricks. Könnt ihr oben mal auf den Link klicken oder unten. Damit beleuchte ich hier ja alles. Da ist einiges dabei für die nächsten Episoden. Unter anderem Beleuchtung hier vorne um den Bereich der Felsen bzw. des Strandes zu beleuchten. Das Lagerfeuer, das viele von euch angesprochen haben, wird auch kommen. Da wird es dann den entsprechenden Flicker-Effekt geben. Das machen wir in einem extra Video. Schauen wir mal, wie genau das alles umgesetzt ist. Und zum anderen werden wir auch in absehbarer Zeit hier vorne jetzt das chinesische Restaurant beleuchten. Dazu muss ich mich mal kurz runterbeugen. Habe ich ja diese Laternen gekauft. Die werden wir eben mit Licht versehen und dann, denke ich, über den einzelnen Tischen aufhängen an der Decke, die hier noch reingezogen werden muss. Ich glaube, dass das ganz gut aussehen wird. Dann noch ein bisschen Licht hier in der Küche. Und dann werden wir in absehbarer Zeit, denke ich, auch hier im chinesischen Restaurant an sich weiterbauen. Da war ein kleiner Cut. Ich musste mal ganz kurz weg und was erledigen. Jedenfalls, was ich auch noch demnächst per Post komme, ist schon unterwegs. Und zwar die neue Minifiguren-Serie mit den Marvel-Minifiguren bzw. aus den MCU-Projekten, aus den Disney Plus-Serien. Da gibt es jetzt 12 neue Figuren, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Kommt eigentlich erst am 1. September offiziell in die Läden bzw. in den Lego Shop und Store. Ich habe 10 Päckchen davon bekommen vorab, die sind unterwegs. Das heißt, vielleicht kommen die schon passend zum Wochenende und dann werden wir die 10 Päckchen zusammen öffnen. Mal schauen, was wir drin finden. Ich hoffe, ein paar gute Figuren, mit denen man auch vielleicht 1, 2 kleine Geschichten hier direkt in der Brickworld bauen kann, im Untergrund, am Fluss, wo auch immer. Da können wir dann mal schauen, was wir draus machen. Aber jetzt gehen wir noch mal kurz hier vor und schauen hier in das Paket. Und die Tüte ist offen, das ist schon mal super. Moment. Jedenfalls sind hier sehr, sehr viele Figuren drin für die Stadt. Das war ein Verkauf bei eBay Kleinanzeigen 1 Euro pro Figur und der ganze Kleinkram, glaube ich, zusammen auch, weiß nicht, 3, 4 Euro oder so. Sehr viele Taschen, viele Rucksäcke habe ich alles besorgt, um damit nach und nach jetzt mehr Leben in den Bahnhof zu bringen, weil die ganzen Rucksäcke wie so weiter und die Taschen, das bringt natürlich einiges an Leben. Und ich bin gespannt, wohin diese Figuren ihren Weg finden werden. Und jetzt würde ich sagen, nach all diesen Informationen geht es jetzt endlich weiter hier am Felsen. Wir nähern uns den finalen Arbeiten hier oben auf diesem Felselement. Ihr seht jetzt hier mal ein bisschen die Stützkonstruktion. Und was ihr auch sehen könnt, ist, dass ich hier noch so eine Laterne eingebaut habe, bevor ich hier alles zugebaut habe. Kabel geht hier nach unten, dann nach unten weiter. Denn wir haben ja in dem Modul schon eine Stromquelle gelegt, weil wir ja hier unten diese Höhle, die ja nach hinten noch ein bisschen erweitert werden wird, mit Strom versorgt haben in dem Modul. Und dann hat sich gerade angeboten, jetzt auch noch schnell hier eine kleine Laterne mit einzubauen. Wirkt einfach ein bisschen netter. Und wenn ich dann später mal irgendwann noch mehr Licht eingebaut habe aus den Gebäuden etc., dann wird es, glaube ich, hier auch noch ganz schön aussehen. Das heißt, wir machen jetzt heute auf jeden Fall noch schnell das hier zu. In Anführungsstrichen schnell natürlich. Und dann denke ich,
haben wir hier heute wieder einiges geschafft. Natürlich weniger als geplant, aber es dauert einfach viel, viel länger, als ich dachte. Und damit bin ich dann jetzt endlich für heute fertig, auch wenn ich jetzt weniger geschafft habe als ursprünglich geplant. Aber hier ist die Lücke auf dem Modul jetzt komplett geschlossen. Das Modul ist jetzt eigentlich fast fertig, muss man sagen. Vielleicht werde ich am Wasser noch versuchen, mehr Wellen einzubauen. Und wir brauchen auf jeden Fall noch eine Boje, aber ich weiß nicht, ob die auf dieses Modul kommen oder auf das daneben. Müssen wir mal schauen. Aber wir sehen jetzt sehr gut, dass der Fels hier doch nochmal ein ganzes Stück nach oben gewachsen ist. Und ich dachte, es wirkt einfach deutlich natürlicher, wenn der Fels jetzt nicht einfach immer auf der gleichen Höhe aufhört. Wir sparen uns dann auch da in der Hinsicht das Geländer. Das Ende dann jetzt einfach hier auf dem Modul. Und das ist dann sozusagen das heutige Werk. Also mir gefällt es. Ich habe hier oben noch ein paar von diesen Büschen eingebaut. Die habe ich auf dem Dachboden gefunden. Das sind alles noch alte Büsche von mir. Wenn man die aktuell kaufen möchte, dann ist das doch ein bisschen teuer. Ich glaube, ab 50 Cent aufwärts kann man da rechnen. Ich habe hier noch ein paar. Das sind alles noch, die ich gefunden habe. Sind auch ein paar Euro auf jeden Fall. Ich habe ja auch schon mal irgendwo welche eingebaut. Bringt halt einfach noch mal ein bisschen was anderes hier rein. In einem der nächsten Updates werden wir dann tatsächlich hier das letzte Stück Lücke schließen, den Übergang hier machen. Dann müssen wir mal schauen, wie wir von diesem Pflaster hier auf das Kopfsteinpflaster übergehen, den Weg hier hoch machen. Ich habe hier inzwischen, glaube ich, wieder einige Steine, mit denen ich hier Kopfsteinpflaster machen kann. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass auch wenn ich heute nicht alles geschafft habe, wir hier wieder doch ein ganzes Stück vorangekommen sind. Und die Felswand hier mit dem Fluss macht sich einfach ganz gut. Wenn dann auch noch der Turm hier wieder hochwächst und die Stadtmauer, dann wird es, glaube ich, ein ganz schönes Bild. Und jetzt schauen wir mal nochmal hier unten durch die Brücke durch. Und da sehen wir jetzt inzwischen, dass wir gar nicht mehr das obere Ende sehen. Aber hier sehen wir jetzt auch ein bisschen mehr. Wenn wir jetzt mal hier von hier drüben schauen, da war mein Finger im Bild, haben wir jetzt hier auch noch ein bisschen Struktur im Bild. Und mir gefällt es auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, das war es dann tatsächlich für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Ideen, wie immer, wo wir weitermachen sollen. Ich weiß, das Gebäude sollte endlich mal weitergebaut werden. Ich habe ein bisschen am digitalen Entwurf gearbeitet. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, aber langsam ist es einfach der nächste Schandfleck hier. Wir hatten jetzt lange diesen Schandfleck, dass wir hier vorne keinen Fluss hatten, dann die Kabel und jetzt müsste endlich mal dieses Gebäude endlich mal fertig werden, damit eben auch der Blick hier vorne nicht davon gestört wird. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim selberbauen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue und natürlich bleibt gesund und wir sehen uns dann das nächste Mal hier in der Brickworld. Tschüss!